Guten Tag zu einer neuen Folge des Rauschkultur-Podcasts. Heute ein sehr trauriges Thema, wie ich finde. Lange Zeit war die Niederlande so die letzte Bastion der sogenannten Research Chemicals oder auch neue psychoaktive Stoffe. Generell ist eigentlich so gut wie die ganze Research Chemical Industrie in den Niederlanden angesiedelt. Doch Ende Januar 2025 hat die Bundeskammer sozusagen in Holland entschieden, dass es ein Stoffgruppenverbot geben wird, ähnlich wie es das bei uns auch gibt. Ein kurzer Disclaimer. Diese Folge dient rein der Information und soll eine Bestandsaufnahme der Research Chemical Scene sein. Jede dieser Substanzen ist nicht gut erforscht und birgt deswegen viele Risiken. Es könnten immer unbekannte Nebenwirkungen oder Schädigungen oder auch Langzeitschäden auftreten. Deswegen rate ich ganz klar vom Konsum unbekannter Substanzen ab. Manche sind vielleicht weniger schädlich und sicherer als die bekannten psychotropen Substanzen. Andere sind vielleicht viel, viel schädlicher und wir wissen es einfach noch nicht. Nur weil etwas legal ist, macht es das nicht ungefährlich. Solltet ihr euch dennoch dafür entscheiden, eine dieser Substanzen einzunehmen, habt ihr die Verpflichtung, euch extrem gut zu informieren auf verschiedenen Quellen, im Internet, in Büchern. Ihr könnt in Foren wie zum Beispiel auf Reddit nachfragen, wenn ihr etwas wissen möchtet. Denn potenziell geht es hier um euer Leben. So, nun viel Spaß mit der Folge. Zunächst wurden 3 Stoffgruppen in dem Gesetz aufgeführt. Diese Stoffe werden also allesamt verboten. Jeder Stoff, der zu dieser Stoffgruppe gehört. Und natürlich besteht auch immer die Gefahr, dass die Stoffgruppen noch erweitert werden, denn so war es in Deutschland auch. Da waren es auch erst Phenethylamine und da kamen irgendwann erst die Tryptamine hinzu und inzwischen gibt es in Deutschland fast keine legalen Substanzen mehr, abgesehen von ein paar sehr, sehr exotischen, die auch potenziell sehr große Gefahren bergen. Das neue holländische Verbot soll am 1. Juli 2025 in Kraft treten. Bis dahin werden die Shops also noch weiterhin die bald verbotenen Substanzen abverkaufen. Sie werden wahrscheinlich nach und nach ausverkauft und dann war es das wahrscheinlich. Und deswegen möchte ich in dieser Folge nochmal genauer auf einige der Substanzen eingehen, die jetzt bald verboten werden. Ein kleines Tribute sozusagen, ein Rest in Peace, Shoutout an die ganzen schönen oder auch nicht so schönen psychotropen Moleküle, die nicht mehr erhältlich sein werden, in Europa zumindest. Zunächst mal muss man wissen, was genau verboten wird. Und das ist gar nicht so einfach, denn dieses Gesetz ist sehr chemisch formuliert. Aber grundsätzlich kann man sagen, sämtliche Phenethylamine, inklusive Cathinone und Amphetamine und auch viele synthetischen Cannabinoide wie JWH 210 und so weiter oder ABD, Butinaka und wie sie auch alle heißen und 4-Aminopiperidin-Derivate. Das sind Substanzen, die mit Fent bekannt sind. Ich spreche das Wort jetzt mal vorsichtshalber nicht aus für YouTube, weil ich mir vorstellen kann, dass die Content-Filter da relativ streng sind, wenn dieses Wort verwendet wird. Aber das waren die 3 Hauptklassen, die verboten werden. Tryptamine und Aryl-Cyclohexylamine und andere verwandte Dissoziativa, also PCP und seine Verwandten, ganz grob gesagt, werden nicht verboten. Genauso wenig wie andere Opioide, die nicht 4-Aminopiperidin-Derivate sind oder Benzodiazepine. Beginnen wir doch mal mit den Phenethylaminen. Das ist die wohl größte Gruppe dieser 3. Es gibt Hunderte, wenn nicht Tausende Substanzen, die darunter fallen. Und um ein paar ist es meiner Ansicht nach besonders schade. Viele von euch kennen sicherlich Alexander Schalgen und Anne Schalgen, die ihr Buch Pikal veröffentlicht haben. Das heißt Phenethylamines I've Known and Loved. Schalgen hatte nämlich etliche Phenethylamine selbst entdeckt, selbst synthetisiert und dann an sich und an seinen Freunden und seiner Frau getestet. Und dabei entstanden natürlich einige sehr, sehr interessante Substanzen, die ihren Weg sowohl auf den Research Chemical Markt als auch sogar teilweise auf den Schwarzmarkt gefunden haben. Am prominentesten davon sind vielleicht die 2CX-Substanzen. 2CB kennt man, ist, glaube ich, am ehesten. Das gibt es auch manchmal auf dem Schwarzmarkt, auch in Pillen gepresst. Das ist zu Recht ein Psychedelikum, das relativ bekannt geworden ist.
Jetzt gerade gibt es ja in Südamerika dieses 2C-Phänomen, was früher scheinbar eine Mixtur mit 2CB und anderen Sachen wie MDMA war. Pink gefärbt war sehr oft, jetzt wird es oft nur noch Pink Cocaine genannt und ist vielleicht nur Kokain oder manchmal mit ein bisschen 2CB oder manchmal mit ein bisschen MDMA, ist einfach ein Gebüsch. Aber reines 2CB ist ebenfalls erhältlich und eine wirklich sehr, sehr gute Substanz, wenn man Psychedelika mag. Es wird oft als recht empathogen beschrieben, sehr körperlich, sehr aphrodisierend für ein Psychedelikum, sehr interessant für zwischenmenschliche Erfahrungen, für romantische Erfahrungen, aber dennoch in höheren Dosierungen definitiv ein vollwertiges Psychedelikum. Und 2CB ist illegal in den meisten Ländern in Europa, auch in den Niederlanden bereits. Das heißt, 2CB ist es davon nicht betroffen, da man das eh nicht mehr bekommt auf diesen legalen Seiten. Allerdings 2CE, das ist nach wie vor erhältlich, auch eines dieser klassischen alten Schalgen 2CX. Das gibt es noch und wird bald verboten und das ist wirklich sehr, sehr mies, denn es ist eine intensive und extrem spannende Substanz, stark psychedelisch, extrem therapeutisch und deep. Ich persönlich habe damit noch keine Erfahrung gemacht, aber ich werde es irgendwann hoffentlich, denn es klingt wie wirklich eine besondere Substanz. Ebenfalls erhältlich ist 2CEF. Das hat Schalgen zwar entdeckt und benannt, dass das Ethylfluoro-Substitut von diesem 2C-Grundgerüst. Schalgen hat es aber nicht selbst synthetisiert im PiHKAL, er hat es nur erwähnt. Im Eintrag des Amphetaminderivats davon namens DOEF. Und es wurde dann wirklich erst vor 1, 2 Jahren auf dem Markt das erste Mal verkauft. Zunächst gab es so 2 Milligramm Pellets, die viel zu niedrig dosiert waren, aber die wurden quasi verkauft, um die Dosis zu bestimmen. Es wurde auf Kundenfeedback gehofft und daraufhin hat man die Dosis mit etwa 10 Milligramm bestimmt, so eine normale Dosierung für einen normal starken Trip. Und jetzt gibt es eben diese 10 Milligramm Pellets gerade auf dem Markt oder auch das reine Pulver. Und 2CEF ist definitiv eine dieser Substanzen, die extrem gut sind und viele der neu rausgekommenen Research Chemicals sind nicht mehr ganz so gut wie die alten. Das ist eigentlich so die einhellige Meinung. Viel wurde eben schon verboten, wird ersetzt. Dann kommt es immer mehr davon ab, von dem, was Leute eigentlich wollen. Aber 2CEF wird sehr, sehr gelobt. Soll ein wirklich gutes Psychedelikum sein. Und das ist natürlich besonders tragisch, dass es so kurz erst erhältlich ist und jetzt schon wieder verboten wird. Dann gibt es die 2CB-Derivate. 2CB-Fly ist ein Klassiker, der auch in PiHKAL erwähnt wurde und den vor allem Anne Schalgen besonders gut als Aphrodisiakum fand. Für sie war das eine der aphrodisierendsten psychedelischen Erfahrungen, die sie jemals hatte. Dadurch hat sich um diese Substanz ein ziemlicher Hype herausgebildet. 2CB-Fly war in einem tragischen Unglück verwickelt, ohne dass die Substanz daran Schuld hatte. Denn damals hat ein Research Chemical Händler, Haupt RC hieß der, aus Skandinavien, Schweden oder so, glaube ich, 2CB-Fly verkauft, hatte allerdings von seinem chinesischen Zulieferer Bromo Dragonfly zugesendet bekommen. Eine Substanz, die viel, viel, viel potenter ist. Und die Leute dachten, es wäre 2CB-Fly, haben also so 10, 20 Milligramm eingenommen von einer Substanz, die schon unter 1 Milligramm stark wirksam ist. Und einige Leute sind daran gestorben, inklusive der Shopbetreiber selbst. Heutzutage ist zum Glück schon lange nicht mehr so ein Fall bekannt gewesen und das 2CB-Fly, das verkauft wird, scheint tatsächlich 2CB-Fly zu sein. Ich experimentierte mit dieser Substanz vor 7 Jahren oder sowas in der Richtung. Wirklich schon lange her, wenn nicht noch länger, vielleicht 8, 9 Jahre, in der 10 Milligramm Dosierung. Und zu dem Zeitpunkt war die Substanz sogar noch legal in Deutschland. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Und es war ein sehr interessanter Trip, der mehr auf den Körper ging als 2CB, aber ziemlich positiv so. Ich habe mich sehr aufgeladen, energetisiert gefühlt. Und es war nicht überfordernd, nicht zu stark, aber dennoch gerade emotional und zwischenmenschlich extrem intensiv und spannend. Also auch das eine Substanz, um die es mehr als schade ist.
Aktuell gibt es auch noch BK2CB und BOH2CB. Das sind die Beta-Keton bzw. Beta-Hydroxyderivate von 2CB. Die sind beide scheinbar wohl ähnlich. BOH2CB hat etwas bessere Erfahrungsberichte bekommen. Allerdings war das Problem wohl, dass Leute sich teilweise einfach 2CB erwartet haben und es ist halt eine eigene Substanz, die anders wirkt, muss auch höher dosiert werden, ist sehr stark körperlich, wirkt auch recht lange. Also es ist kein so klassisches mescalinartiges Psychedelikum wie 2CB, sondern etwas anders, aber durchaus interessant. Habe ich beides noch nicht getestet. Das BK2CB gibt es seit 2013 auf dem Graumarkt oder Schwarzmarkt, wie man es auch immer nennen möchte. Und das BOH2CB seit 2020. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die große NBOME-Krise oder Angstwelle, als ein paar Mal NBOME-Substanzen auf Blottern als Fake-LSD verkauft wurden. Und da diese NBOME-Substanzen in hohen Dosierungen gefäßverengend wirken können, bis hin zum Tod oder zur Amputation von Gliedmaßen, gab es da einige Horrorgeschichten von Leuten, die halt viel genommen haben, weil sie dachten, vielleicht, okay, es ist LSD, da kann ich auch 5 Pappen nehmen, ohne dass ich sterben werde. Aber dann war es NBOME und sie sind vielleicht gestorben oder haben einen C verloren oder was in der Art. NBOMEs gibt es auf dem europäischen Markt eigentlich gar nicht mehr, sonst sehe ich das nie angeboten in meinen Recherchen. Allerdings gibt es derzeit NBOH und zwar explizit 25E NBOH und 25C NBOH. Ich glaube auch 25I NBOH gesehen zu haben. Da gibt es etwas gemischte Berichte. Auch hier ist eine Überdosis wohl nicht sehr empfehlenswert. Sind sehr potente Psychedelika, die oft auf Blottern verkauft werden. Da reichen dann so 1 Milligramm als Dosis aus ungefähr. Viele Leute mögen den Trip aber auch wirklich gerne und finden diese Substanzen, gerade da sie recht günstig sind und wenig körperliche Nebenwirkungen haben, wenn man nicht überdosiert, sehr, sehr gute, intensive und schöne Psychedelika. Hier und da gibt es auch nochmal andere Phenetylamine, die angeboten werden, zum Beispiel auch Methylallyl-Escalin, also ein Escalin-Derivat, das deutlich potenter ist als Mescalin und das auch etwas gemischte Rezensionen bekam. Ich habe allerdings öfter gelesen, dass gerade in geringeren Dosierungen für Partys oder soziale Anlässe sehr interessant ist oder auch als Aphrodisiakum. BOD habe ich auch schon gesehen, auch so ein Mescalin-Derivat von Schalgen erfunden. Oder 3CP oder Ariadne oder 4CP, 4CD und so weiter. Diese noch etwas unbekannteren Pikal-Substanzen. All das wird es bald nicht mehr geben, vermutlich. So, das waren die klassischen Psychedelika, die mit dem Phenetylamin-Ban verboten werden. Eine weitere große und sehr interessante, mit sehr viel Potenzial behaftete Wirkklasse sind die Empathogene. Das klassische Beispiel ist natürlich das MDMA. Und da fallen einem vor allem die Benzofurane ein. Das sind MDMA bzw. MDA-nahe Substanzen. Aktuell in Holland noch legal und verkauft werden 5 APB, 5 MAPB und 6 APB und auch 5 IAPB, was allerdings nicht so gut sein sollte. Früher gab es dann noch 6 APDB, 5 APDB und ich glaube auch 5 MAPDB und so weiter. Diese Sachen sind aber schon längst weg. Es sind also hauptsächlich die 3 Main-Benzofurane unterwegs, 5 APB, 6 APB, 5 MAPB. Das sind alles 3 Substanzen, die sehr, sehr gemocht werden. Ich habe noch keine Erfahrung damit, werde aber hoffentlich nochmal 1, 2 Erfahrungen machen vor dem Verbot. 5 APB soll zum Beispiel eher sedierend und wenig stimulierend sein und dafür sehr, sehr intensiv serotonerg empathogen wirken. 6 APB ist etwas stimulierender wohl, wirkt über 6, 7 Stunden mit einer einzelnen Dosis, also fast doppelt so lang wie MDMA und wird sehr gerne für Raves und so weiter verwendet. Und 5 MAPB soll die Substanz sein, die am nächsten an MDMA herankommt. Sehr interessant ist auch die Borax-Kombination. Borax ist ein Reddit-User, der überlegt hat, wie man die Wirkung von MDMA
pharmakologisch nachbauen kann. Und sein erster Vorschlag war mit MDAI, welches allerdings so gut wie gar nicht mehr verfügbar ist. Ich habe das ewig nicht mehr gesehen. Und der aktuelle Borax-Kombo ist 5-MAPB und 2-FMA und 5-MeO-MePT. Also das MDMA-artige, serotonerge Empathogen plus einen APA, 2-FMA, plus ein Psychedelikum, ein Tryptamin, eben 5-MeO-MePT. Diese Kombination wird auch derzeit als Fertigpillen verkauft auf vielen dieser legalen Shops in Holland. Und alle der 3 Zutaten bis auf das 5-MeO-MePT werden verboten werden. Aktuell ganz interessant finde ich noch MEAI, also gerade habe ich MDAI erwähnt. Das AI steht für Aminoindan. MEAI wurde von Professor Dr. David Nutt als soziale Droge, als Alternative für Alkohol empfohlen, was ich sehr, sehr spannend finde, da MEAI auf jeden Fall auch serotoninlastig wirkt, aber soweit ich weiß, nicht auf die GABA-Rezeptoren, also eigentlich eine sehr, sehr andere Pharmakologie hat als Alkohol. Aber scheinbar ist es eine potenziell viel gesündere soziale Substanz. Habe ich auch noch nicht ausprobiert, muss ich sagen. Aber auch alle Aminoindane werden leider verboten. Zu dem Phenethylamin gehören außerdem natürlich so gut wie alle Stimulantien, also alle Amphetamine und alle Katinone. Gerade werden viele fluorsubstituierte Amphetamine verkauft, wie 2-FA, 2-FMA, 3-FA, 3-FEA, 4-FMA und so weiter. In Holland verboten war bisher nur 4-FA, weil das vor ein paar Jahren recht beliebt wurde. War auch eine wirklich gute Substanz mit potenzieller Kardiotoxizität und ich glaube auch Neurotoxizität, aber halt eher erst in sehr hohen Dosierungen und in häufigen Konsummuster. Über die fluorsubstituierten Amphetamine werde ich mal eine eigene Folge machen. Da habe ich schon ein bisschen recherchiert, da ich diese feinen Unterschiede ganz interessant finde. Und da gibt es ja wirklich etliche davon. Zu den Katinonen zählt 2-MMC, was gerade ziemlich bekannt ist. Und das wird sogar auf der offiziellen Seite der Bundeskammer oder wie auch immer man das nennt, der holländischen Regierung erwähnt, dass 2-MMC eben ein Ersatz für das verbotene 3-MMC oder 4-MMC, also Mephedron ist. Und ich habe auch schon ein paar Mal gelesen, dass 2-MMC wohl eine der Hauptgründe ist, weswegen dieses neue Stoffgruppenverbot kommt. Ebenso wie NEP und Ethylhexydron und so weiter. Das sind so ja sehr potenziell sehr stark suchterzeugende, Craving erzeugende Katinone, vor allem wenn sie inhalativ konsumiert werden, ist die Wirkung halt sehr intensiv, sehr flashig und stark und Leute nehmen immer mehr davon. Ein bisschen wie Crack. Und dann gibt es auch noch die Pyrrolidin-Derivate, zum Beispiel Alpha-PIHP oder damals MDPV, Pyrovalerone. Also in diese Richtung sind also sehr, sehr extrem starke, pushy Stimulantien, mit denen einige Leute wirklich große Probleme bekommen haben. 4-MMC und 3-MMC sind teilweise auch auf dem Schwarzmarkt jetzt erhältlich, werden auch illegal hergestellt. In Polen werden immer mal wieder Labore gebastelt, in denen 3-MMC oder 4-MMC oder auch 3-CMC hergestellt wurde. Aktuell legal ist in Holland nur 2-MMC und 2-CMC, dadurch 4-BMC, also Bromomethkatinon, und 3-FMC, alles Substanzen, die nicht so beliebt sind wie 3-MMC oder 4-MMC. Potenziell könnte da auch einiges an Neurotoxizität vorliegen, gerade bei 4-BMC und 4-CMC und 3-CMC, da wird das sehr kritisch gesehen, das Schadenspotenzial. 3-FPM, also 3-Fluorophenmetrazin, ist auch ein erwähnenswerter APA, der relativ beliebt ist und sehr funktional sein kann in niedrigen Dosierungen und in höheren dann auch sehr euphorisch, der dann leichte Serotonin-Komponente hat, gut oft für Chemsex eingesetzt wird. Und Phenmetrazin, der Originalstoff davon, war in den 60ern, 70ern, 80ern, glaube ich, als Diätmittel verschrieben worden, auch in Deutschland. Und es war wohl die Lieblingssubstanz von John Lennon für Auftritte, die Lieblingsstimulanz jedenfalls. Ich nehme an, LSD mochte der noch ein bisschen lieber, aber die Beatles haben auf jeden Fall auch Phenmetrazin vor ihren Auftritten eingenommen. 3-SPM wird aktuell verkauft und noch ein paar andere Phenmetrazin-Analoga, wobei 3-FPM das wohl beste ist von allen, zählt auch zu den Amphetaminen.
und die Methylphenidat-Derivate. Also Ritalin ist Methylphenidat. Aktuell gibt es 4-FMPH, 4-Fluoromethylphenidat, manchmal Isopropylphenidat. Früher gab es noch Ethylphenidat, das ist allerdings verboten, glaube ich, auch in Holland bereits. Die nächste große Wirkstoffklasse, die verboten wird, sind synthetische Cannabinoide, chemisch eingeschränkt wohlgemerkt. Also es ist nicht die Cannabinoid-Wirkung an sich, sondern es geht schon ums Molekül. Unter dieses Verbot werden aber die Substanzen, die jetzt verkauft werden, vermutlich alle fallen. JWH 210 ist das zum Beispiel. Das ist ein recht altes synthetisches Cannabinoid. MDMB-Butinaka wird ebenfalls verkauft. 7-ABF, 7-ADD. Ich kann dazu nichts sagen. Ich hatte bisher nur mit einem synthetischen Cannabinoid eine Erfahrung gemacht. Einmal, weil ich wissen wollte, ob es wirklich so schlimm ist, wie es manchmal geschrieben wird. Das war damals THJ 2201 und es war relativ unspektakulär. Ich habe es zweimal geraucht in moderaten Dosierungen. Ich wusste, wie viel ich konsumiere, wie potent die Mischung ist, wie viel Wirkstoff enthalten ist in meiner Kräutermischung und deswegen hatte ich dann auch keine negativen Erfahrungen. Wenn Leute natürlich nicht genau wissen, was sie tun und vielleicht extreme Überdosierungen nehmen, dann kann es wirklich schlimm ausgehen. Diese Substanzen sind oft nicht ganz so sicher wie THC. Es sind bereits Leute davon gestorben bei extremen Überdosierungen. Aber an sich habe ich den Eindruck, synthetische Cannabinoide werden sehr zu Unrecht extrem gehatet und gebasht. Bei richtiger Dosierung und wenn man weiß, welche Substanz es ist und welche Dosis man einnimmt, ist es eigentlich nicht so viel anders als Cannabis. So, und die dritte Klasse ist, wie schon gesagt, die 4-Aminopiperidin-Derivate, wozu die ganzen Fentanyl-Analoge zählen. Damit habe ich keine Erfahrung gemacht und hier kann ich ein Verbot verstehen. Das sind wirklich keine Substanzen, die für einen Rauschkonsum geeignet sind, da eben ja, diese extrem hohe Potenz, diese Gefahr einer Überdosis, die so schnell tödlich wird, dieses extreme Suchtpotenzial, wie schlimm der Entzug davon ist, das ist alles, naja. Und ich denke, man sieht ja auch gerade in den USA, ein Verbot alleine bringt gar nichts. Fentanyl ist dort verboten und überschwemmt trotzdem alles. Und die Leute würden viel lieber in der Regel einfach die Acetylmorphin konsumieren, den Stoff, den sie ursprünglich eigentlich mal wollten. Und der zwar auch sehr suchterzeugend und schädlich ist, potenziell schädlich, aber immer noch weitaus sicherer als Fentanyl-Derivate. Also ist meiner Ansicht nach ein Schritt zur Verbesserung der Lebenssituation von Abhängigen eher die Ermöglichung des Zugangs zu einem sicheren, getesteten, kostengünstigen Supply. Safe Supply wird das auch oft genannt. So wie das in der Schweiz zum Beispiel auch gemacht wird, dass eben Opioidabhängige in ein Programm kommen können, in dem sie dann ihr Diacetylmorphin bekommen, rein pharmazeutische Qualität und das am besten von der Versicherung bezahlt wird. Nur so lässt sich auch so etwas wie Beschaffungskriminalität verringern und das unglaubliche Leid, das durch Kartelle und mafiöse Strukturen überall auf der Welt passiert, die durch den Schwarzmarkt von psychotropen Substanzen finanziert werden. So, das war diese Folge, diese Spezialfolge zum Bann, der am 1. Juli folgen wird. Ich bin sehr gespannt, wie die Szene sich verändert wird, ob sehr viele Händler einfach schließen werden, ob es weiterhin viele Händler in den Niederlanden geben wird, die eben dann Dissoziativa und Tryptamine zumindest noch verkaufen. Oder ob sich vielleicht die Szene komplett austrocknen wird, ob Leute auf China-Import ausweichen. Das werden wir alles sehen in einem halben Jahr ungefähr oder kommt drauf an. Vielleicht wisst ihr es jetzt auch schon, wenn ihr das später schaut oder hört. Jeder Mensch hat das Recht darauf, seinen Körper und seinen Verstand so zu manipulieren, wie er oder sie möchte. Jeder Mensch hat das Recht auf Rausch und darf sich zuführen, was er oder sie möchte. Das ist meine Überzeugung. Kognitive Freiheit, my body, my choice, trifft auch auf Drogenkonsum zu. Natürlich sollte nicht alles einfach unreguliert erhältlich sein. Der Graumarkt ist keine gute Sache, sondern es sollte reguliert werden mit Qualitätskontrollen, mit Jugendschutzkontrollen und mit Beratungsangeboten und so weiter. So wie wir derzeit mit Konsum umgehen, ist es auf jeden Fall absolut destruktiv und bringt niemandem etwas, außer
den Kartellen. Abonniert gerne den Kanal oder den RSS-Feed und schreibt einen Kommentar und so weiter. Bis zur nächsten Folge.